Wir sind inzwischen im Bundesstaat New Mexico in der Stadt Raton angekommen. Die Weiterfahrt führt uns über Nebenstraßen, geprägt von Prärielandschaft und Felsmassive durch Täler zum Vulkan Capulin. Sein letzter Ausbruch liegt etwa 62.000 Jahre zurück. Eine 3 Kilometer lange Straße führt in Spiralen auf den Gipfel und endet an einem Parkplatz, wo 2 Wanderwege beginnen. Auch hier wirkt die Schließung durch den Shutdown der Regierung. Hier erfahren wir aber nun endlich, weshalb alle Parks geschlossen sind. Wir sind in Taos angekommen. Taos ist eine Kleinstadt mit etwa 6.000 Einwohnern mit noch typischen spanischen bzw. mexikanischen Flair. Der Ort liegt auf 2.124 Meter Höhe am Fuße der Sangre de Cristo Berge im Tal des Rio Grande. Wir merken deutlich, dass wir hoch sind. An jedem Morgen gibt es Frost und tagsüber immer noch 20 Grad oder mehr. Heute schreiben wir den 6. Oktober. Wir sind schon 2 Tage in Taos und besuchen heute ein Wollmarktfest. Besonders beeindruckend waren die Masken aus Wolle anzuschauen. Auf unserer Weiterfahrt machen wir Halt nordwestlich von Taos und spazieren über die Stahlbogenbrücke, die über die Schlucht des Rio Grande führt. Mit 172 Meter Höhe über dem Rio Grande ist sie die 7. höchste Brücke in den Vereinigten Staaten. Wir fahren von Taos durch die Berge nach Los Alamos. Anschließend geht es durch das Atomforschungsgelände zur Valles Caldera auf knapp 3000 Meter. Von dort fahren wir bis kurz vor Albuquerque auf einen Campground. Von hier aus besuchen wir das Ballonfestival und die Stadt Albuquerque. Am frühen Morgen beobachteten wir von unserem Campingplatz aus bereits die gestarteten Ballone. Das internationale Ballonfestival findet seit 1972 jährlich im Oktober statt und ist das weltgrößte Treffen seiner Art. Interessant war dem Treiben auf der Start- und Landefläche zuzuschauen.
Nach dem Zuschauen der Ballonfahrer bei ihren Arbeiten ging es in den historischen Stadtkern. Hier herrschte reger Betrieb, weil das Ballonfestival viele Aktive und Zuschauer in die Stadt führte. Nach vielen Kilometern haben wir am Highway 371 Richtung Norden, 50 Kilometer vor der Ortschaft Farmington, die Wilderness Area Beastie Badlands gefunden. Hier können wir kostenlos campieren. Bei den Wanderungen durch diese pure Wildnis, einstmals ein Flussdelta und nun eine öde Gegend, ist man völlig auf sich allein gestellt. Das Wildernessgebiet resultiert aus der Erosion der Sandschichten. Dabei gibt es eine Menge verschiedener Farben wie Grau, Schwarz, Rot und Lila. Alles resultiert aus dicken Ablagerungen von Vulkanaschen. Heute fahren wir durch das Navajo-Gebiet im Vierländereck von New Mexico, Arizona, Utah und Colorado. Es ist das größte Indianerreservat der USA. Vorbei geht es an bizarren Felsformationen bis zum Shiprock im Nordwesten von New Mexico. Die einzeln stehenden Felsen sind typisch für ehemalige Magmaschlone, wo ringsrum das Land wegerodiert ist. Ab dem Shiprock geht es über den Buffalo Pass nach Westen bis kurz vor Canyon de Chelly, weiter nach Norden durch einen Sandsturm und dann wieder nach Osten bis Farmington. Hier machen wir ein paar Tage Stopp. Wir müssen ja noch immer warten auf das Ende der Schließung der Nationalparke. In Farmington besuchen wir den Veteranenpark, der den gefallenen Soldaten in den verschiedenen Kriegen gewidmet ist.
Wir staunen, wie viele Kriege es in den letzten 150 Jahren gab, die alle nicht auf US-amerikanischem Gebiet geführt wurden. Östlich von Farmington befindet sich Bloomfield am San Juan River. 15 Meilen weiter, südöstlich von Bloomfield, ist das Naherholungsgebiet Angel Peak Area. Das Naherholungsgebiet ist ein über 10.000 Hektar großes Gelände mit vielen zerklüfteten Felsen und tiefen Schluchten. In den Schluchten sehen wir überall Ölförderstellen und die höchste Erhebung ist 2300 Meter über dem Meer. Baum- und Buschwerk gibt es hier sehr selten. Ein Stück weiter erreichen wir den Navajo-Damm. Hier wird der San Juan River angestaut. Den Fluss San Juan River werden wir nun noch einige Male begegnen, denn er ist ein Zufluss zum Colorado und durchschneidet das Colorado-Plateau. Wir verlassen den Bundesstaat New Mexico und fahren nach Durango in Colorado. Hier waren wir bereits 1997 bei unserer allerersten Reise mit dem Wohnmobil durch den Westen der USA. Durango ist ein beliebter Ausgangsort, um per PKW oder mit der Museumseisenbahn zum historischen Bergbaustädtchen Silverton zu gelangen. Hier an unserem Campingplatz fährt die Eisenbahn mitten durch. Nach der Eisenbahndurchfahrt starten wir zu unserer Autorundtour durch die Rocky Mountains, die uns von Durango über Silverton bis nach Ouray führt. Um nicht den gleichen Weg zurückzufahren, geht es von Ouray nordwestwärts nach Keystone und dann über Cortez wieder zurück nach Durango. Da es in diesem Gebiet nur wenige befahrbare Straßen gibt, wurde die Tour doch länger als gedacht. Auf dem Weg durch die Berge ist der Spätherbst mit seiner Farbpalette nun nicht mehr zu übersehen und auf den Pässen in 4000 Meter ist der Winter allgegenwärtig.
Laut Internet sollen alle Nationalparke wieder am 16. Oktober öffnen. Also machen wir uns am 15. Oktober auf den Weg, auch weil der Campingplatz hier in Durango für die Saison schließt.